Die Kraft F soll parallel in den Punkt P verschoben werden. Welches Moment entsteht dabei? Gegeben ist hier ein Rahmen mit den Abmessungen 2a, 3a, 4a und eine unter dem Winkel Alpha angreifende Kraft F. Als ich die Aufgabe das erste Mal gelöst habe, bin ich hier glatt in eine Falle reingetappt, denn man könnte denken, dass man hier einfach jetzt hier so quasi die Lotrechte auf der Kraft fällen kann und dann hat man schon den Abstand und das gilt aber nur für einen ganz bestimmten Wert Alpha. Da wir hier aber keinen Zahlenwert für Alpha gegeben haben, brauchen wir eine allgemeine Lösung. Und wie die aussehen muss, kann man schon mal erahnen, wenn man sich hier ein Modell anschaut. Das habe ich hier mal vorbereitet. Hier ist einmal der Fall aufgeführt. Wir haben hier den Rahmen von A, B, C, D, ist hier hinter dem Punkt F leider verborgen. So, und wenn ich jetzt den Winkel Alpha hier variiere, dann sehe ich, dass diese Lotrechte AF ihren Wert auch ändert. Das heißt also für Winkel 58 Grad ist das zum Beispiel 3,29. Und wenn der Winkel ein bisschen kleiner ist, dann wird das etwas länger. So, und das wollen wir jetzt einmal lösen. Wir können hier in diese Skizze zwei Dreiecke einzeichnen. Das eine ist von diesem Punkt P zum Ende des Rahmens und lotrecht runter, da haben wir ein rechtwinkliges Dreieck, hier ist der rechte Winkel und das hier hat eine Hypotenuse, die nennen wir jetzt mal C und hier oben einen Winkel, den nennen wir Beta. So, das Gute an C ist, das können wir uns ausrechnen, denn wir haben hier diesen Abstand, den kennen wir, der ist 2a und die andere Seite ist 3a. Das heißt also, nach dem Satz des Pythagoras, c² ist gleich, nehmen wir mal 3 hoch 2a² plus 2² a². Das können wir umformen, beziehungsweise die Wurzel ziehen. Dann bleibt übrig, das ist Wurzel 13 mal a. Das ist der erste Schritt. Den zweiten Schritt kann man hier in dieser Skizze am besten einzeichnen, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, dass der Winkel Alpha auch größer sein kann. Das ist jetzt hier in dieser Darstellung etwas ', wir machen mal hier eine andere Variante von f und Alpha. Wir zeichnen das mal hier weiter runter und sagen, das ist f'. Und dann haben wir hier einen Winkel, nicht a, sondern Alpha'. So, und jetzt muss ich hier einmal ganz genau zeichnen. Jetzt geht es nämlich hier rüber. Wir haben hier die Lotrechte, beziehungsweise hier auf der Gegenseite natürlich auch. Und jetzt sehen wir hier einen neuen Winkel, den nennen wir Alpha, Beta, Gamma. Und wir haben hier oben auch noch einen neuen Winkel, der läuft jetzt teilweise über Beta hinweg und geht von hier nach da. Und den nennen wir Delta. So, jetzt haben wir also ein zweites Dreieck, mit dem wir auch wieder rechnen können. Und was wir brauchen, ist ja letzten Endes dieser Abstand hier, nämlich x. Denn wenn wir jetzt einmal im Vorfeld schon ausrechnen, wie das Moment sein wird, was ja die Aufgabe ist, dann können wir hier sagen, also ich nehme immer an, Momente linksdrehend positiv, das zeichne ich einmal hin. Summe der Momente um Punkt P ist gleich minus f mal x. Sieht erstmal ganz einfach aus. So. Jetzt können wir sagen, x ist gleich c mal Cosinus Gamma. Das ist nicht hübsch geworden, machen wir nochmal neu. So. Das heißt, wir müssen uns jetzt ausrechnen. Erstmal c haben wir schon ausgerechnet. C ist Wurzel 13 mal a. Und wir müssen uns jetzt Gamma ausrechnen. Gamma
ist gleich, wir befinden uns in einem Dreieck, das heißt also die Summe der Winkel sind ja 180 Grad, also ist Gamma 180 Grad minus 90 Grad, wir haben einen rechten Winkel, und dann nochmal minus Delta. So, das ist schon mal ein Schritt weiter, aber wir sind noch nicht fertig, weil wir Delta noch nicht ausgerechnet haben. So, und zu Delta können wir jetzt aber sagen, Delta ist, schreibe ich mal hier oben hin, Delta ist gleich einmal 90 Grad minus Alpha, das ist also quasi bis zur Lotrechten, 90 Grad minus Alpha plus Beta. So, Beta ist hier relativ einfach auszurechnen, denn wir kennen alle Abmessungen des Dreiecks. Beta ist gleich a Costangens von 2a durch 3a. So, das a kürzt sich dann hierbei raus, das heißt, der Parameter stört uns nicht und wir kriegen direkt einen Winkel. Ich habe das vorher schon einmal ausgerechnet, das sind 33,7 Grad. So, jetzt können wir wieder damit zurückgehen und das einsetzen in unser Gamma. Und das heißt also Gamma, ich schreibe das mal komplett aus, Gamma ist gleich, hier unten funktioniert jetzt mein Stift nicht mehr richtig, das muss ich mal neu machen. Gamma ist gleich 180 Grad minus 90 Grad minus, jetzt kommt 90 Grad plus, das ist ja jetzt umgedreht, Alpha und minus Arc Tangens 2/3, das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht hinschreiben, da wollte ich ja gleich den Wert hinschreiben. 33,7 Grad. So, das heißt also, die beiden hier, das hebt sich alles gegenseitig auf. Das heißt also, Gamma ist nur noch Alpha minus 33,7 Grad. Und das heißt also, mein Moment am Punkt P ist gleich minus F mal Wurzel 13 mal a mal Cosinus Alpha minus 33,7 Grad. Damit ist die Aufgabe gelöst.